und Sie werden uns so ein bisschen nochmal auf den Boden der Tatsachen zurückbringen, indem Sie uns noch mal ein bisschen daran erinnern, es gibt noch sowas wie Compliance, es gibt noch sowas wie Regulatorik. Und es gibt leider Gottes einiges zu tun, um die Kunden kennenzulernen. Das heißt, wir werden ein bisschen einsteigen in das schöne Thema. KYC ist eine tolle Abkürzung, aber ist eine sehr wichtige und teilweise sehr anstrengende Tätigkeit. Herzlich willkommen bei uns und ich übergebe dann. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Bevor ich mit meinem Impulsvortrag einsteige, lassen Sie mich vorweg nochmal 5 Punkte oder 6 Punkte von dem Vortrag von Herrn Tomsi Ihnen ins Gedächtnis rufen. Sie werden gleich in dem Vortrag ein paar Sachen wiedererkennen. Ich habe Folgendes mitgenommen. Erstens, wir bauen ein globales digitales Netzwerk auf. Zweitens, IoT ist 80 mal schneller in der Einführung als das Internet gegenüber den Menschen. Drittens, wir haben in KI ein deutliches Wachstum an Mustererkennung, Predictions, selbstlernenden Systemen. Wir kriegen persönliche Assistenzen und wir haben das Ende der Dummheit der Menschen, weil wir das Wissen der Welt benutzen werden. Und das Ganze kommt zum Glück erst in 2030. Warum sage ich das? Weil ich in meinem Impulsvortrag, und der wird bewusst vereinfacht sein, 2 Schwerpunkte haben werde. Das eine ist nichts anderes als ein Paradigmenwechsel im Bankensektor innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahren. Und das zweite, die Einführung oder eine Demonstration und Zeigen des ersten AI-Operating-Systems im KYC-Bereich. Und das System ist live im Jahr 2018. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob das 2030 oder schon 2025 wird, aber das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Wenn man von einem Paradigmenwechsel im Bankensektor spricht, stellt sich die erste ganz simple Frage, was ist eigentlich ein Paradigma? Ein Paradigma ist eigentlich wissenschaftlich einfach definiert, es sind Leistungen, Normen und Regeln, auf die sich eine Gemeinschaft oder eine Branche geeinigt hat und entsprechend agiert. Und alles, was in ein solches Paradigma nicht hineinpasst, wird in der Regel zunächst einmal kritisch beäugt. Eher Risiken werden gesehen, Chancen nicht genutzt. Und es wird versucht zu vermeiden, dieses Paradigma umzusetzen. Und wenn Sie dann Vertreter von 2 verschiedenen Paradigmen sehen, zum Beispiel Banken und Technologieunternehmen, dann redet man oft auch aneinander noch ein bisschen vorbei, kann die gegenseitigen Leistungen gar nicht so wertschätzen und misst auch Erfolge zum Teil unterschiedlich. Und irgendwann springt dieses Paradigma in eine neue Evolutionsstufe und ist ein Fortschritt. Jetzt ist die Frage, warum ist das für diesen Vortrag relevant? Nun, weil ich eine steile These mit Ihnen teilen möchte. Die Kernfrage ist, ob das Paradigma von Banken, dass Prozesse im Mittelpunkt stehen, auch zukünftig noch werden. Was passiert eigentlich, wenn genau dieses Paradigma zukünftig nicht mehr uneingeschränkt gilt, sondern wir im Rahmen der Informationsökonomie viel stärker informationsbasierte Systeme brauchen? Weil die Technologie dazu führt, dass wesentliche Prozessschritte vollständig automatisiert sein werden. Und ich glaube, es wird in 3 Jahren viel weiter sein, als wir uns das vorstellen. Und zum Zweiten Anforderungen von Kunden, Regulatoren, viele andere Anforderungen stellen, als wir heute glauben. Und damit sind wir beim Thema. Wenn wir mal eins weitergehen. Nee, noch eins weiter. Nicht das Gefühl. Haben Sie den hier ist der. Und damit sind wir beim Thema. Wenn man sich anschaut, dass das Datenvolumen konservativ geschätzt sich innerhalb von 2 Jahren verdoppelt und kein Ende in Sicht ist, sondern es wird viel mehr exponentiell steigen, Stichpunkt 80-fache Geschwindigkeit im IoT. Wenn man davon ausgeht, dass wir heute 99% der Daten und der Informationen nicht produktiv nutzen und wir gleichzeitig eine Veränderung von Kunden, Regulatoren und auch Marktverhalten sehen, dann wird die Frage sein, ob wir uns diese Informationsverarbeitung, die wir heute durch klassische Prozesse haben, in Zukunft nicht erlauben können. Und lassen wir uns da ein bisschen stärker hinein, da kann man sehr wohl sehr berechtigte Zweifel haben. Weil im Kern ist es so, wenn Sie sehr informationsintensive Prozesse sich anschauen, und wir fangen jetzt mal mit Cloud Clients an, KYC, Fraud, AML, dann sind hier die deutschen Banken im Moment, wie alle anderen europäischen Banken auch, deutlich unter Druck. Die Schlagzeilen in den letzten paar Tagen, wenn Sie sich die Danske Bank anschauen, sind sicherlich allen im Gedächtnis. Jetzt kann man die Frage stellen, warum ist das eigentlich so? Haben wir im Bankensektor eine Vielzahl von Menschen, die nicht legitim und nicht legal agieren? Oder sind wir nicht vielmehr mit der Informationsflut, die dort besteht, heute überfordert?
Informationsflut heißt Informationsqualität über einzelne Daten, Informationsaktualität, Informationsbereitstellung und zu welchen Kosten passiert das. Und damit stellt eine ganz grundlegende Frage im Mittelpunkt, die diese Branche bewegen wird, das ist die Frage der Informationseffizienz. Und hier rechts haben wir Ihnen die Ergebnisse von zwei europäischen Großbanken mal dargestellt. Wenn Sie im Rahmen von einem KYC-Prozess so einen Kunden umfassend analysieren und Sie das mal so abschätzen, dann schafft so ein Compliance Officer es so 20 bis 25 Reports am Tag zu lesen. 200 Compliance Officer schaffen demnach irgendwo zwischen 4.000 und 5.000 Reports am Tag, um Kundendaten zu bekommen, zu analysieren und Implikationen abzuleiten. Ein modernes AI-Operating-System, das ist das, was wir gleich sehen werden, schafft 20.000 Reports zu analysieren in einer Minute. Ich wiederhole das gerne nochmal, 20.000 Reports in einer Minute. Wenn Sie das dann auf Durchlaufzeiten oder KYC-Zeiten betrachten, hat man dann sich erlaubt, in dieser europäischen Großbank mal den traditionellen heutigen Prozess für einen großen Corporate-Kunden zu nehmen und für den gleichen Kunden das System einzusetzen. Nun, der heutige Prozess hat diesen Kunden ongeboardet mit den entsprechenden Informationen. Die Durchlaufzeit war 45 Stunden. Bis alle Informationen über alle Organisationen für diesen Kunden im In- und Ausland auf einem vernünftigen Level bereitgestellt, geschafft, ausgewertet und zu einem Schlussfolgerung. Das AI-Operating-System hat den gleichen Kunden bekommen als Use Case oder Testfall. Was schätzen Sie, wie lange es gedauert hat, die gleichen Informationen zu bekommen? Wer traut sich eine Abschätzung zu? Nicht ganz? 7 Minuten. Und dann stellt sich natürlich die Frage, welche Ergebnisse sind besser? Und jetzt wurde es echt schwierig für diese Bank, weil das Problem war, dass die manuellen, heutigen basierten Prozesse schlechter im Ergebnis waren als die des AI-Operating-Systems. Und jetzt ist die Frage nicht, schafft ein einfacher Compliance-Analyst 20, 30 oder 50 Reports am Tag. Die entscheidende Frage ist, reicht der heutige Prozess, den wir heute aufgesetzt haben, in einer informationsbasierten Welt noch aus, um die zukünftigen Herausforderungen zu meistern? Oder sehen wir nicht ganz andere Trendbrüche? Und um das auch nochmal einzuordnen, wenn Sie heute mit den Regulatoren sprechen, und viele von Ihnen werden das tun, dann fragen Sie ihn doch mal den Regulatoren, wie er denn zu dem Thema Adverse News auf das Kundenportfolio sieht und was seine Erwartungen in 3 Jahren sein werden. Nun, international ist das schon relativ klar. Die Regulatoren werden von Ihnen erwarten, dass Sie 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Adverse News auf globaler Ebene über Ihre Kunden identifizieren und in Ihre tägliche Handlung ins Risikomanagement einführen können. Da stellt sich nur die total naive Frage, wie soll das mit den heutigen Prozessen gehen? Das ist, glaube ich, schlicht ausgeschlossen. Und damit werden Sie zu einem Element kommen, der aus unserer Sicht zu einem Paradigmenwechsel in den Operations-Abteilungen von Banken führen wird. Indem wir nämlich dazu hinkommen werden, dass AI-Technologie mit den Verfahren, die wir gleich sehen werden, deutliche Teile der Prozessketten begleiten, nicht komplett übernehmen werden. Und da wird immer sehr schnell das Peditum genannt, naja, und dann haben wir nur noch ein vollautomatisiertes Backoffice und alle Menschen werden ersetzt. Ich glaube, das ist kein realistisches Bild. Wir werden in den nächsten Jahren eine andere Form von Mensch-Maschine-Zusammenarbeit bekommen. Sie haben es als persönlichen Assistenzen genannt. Gehen wir einfach mal davon aus, dass Stand heute der Mensch die hochwertigen Entscheidungen weiternehmen wird, dass der Mensch weiterhin komplexe Analysen durchführen wird, weil soweit sind die Systeme heute noch nicht, und dass der Mensch auch weiterhin die Eskalation bekommen wird. Die Maschine wird aber massenhafte Datenverarbeitung betreiben, wird viele Standardanalysen machen und wird auch Eskalationsbedarf an Menschen weiterleiten. Und wenn Sie sich das dann auf den Aufgabenprofilen anschauen, auch das haben wir uns mal angesehen, passiert was ganz Spannendes. Ich nehme eine große europäische Bank, die hat in einem Teilbereich in Compliance mal analysiert, dass 50% der Kapazitäten für die Datenbeschaffung, wir googeln mal den Kunden und beschaffen uns die Informationen, 30 bis 40% für den Bereich der Analyse und etwa 10% für das Thema Entscheidung genutzt werden. Ich glaube, zukünftig ist es realistisch anzunehmen, dass 30% der Bearbeitungszeit für Entscheidungen genutzt werden wird, 30% für Analysen, 10% für Datenbeschaffung. Und das würde ja dann heißen, dass 30% fehlen. Und die 30% sind zum einen Effizienzsteigerung und zum anderen sind
statt 10% in der Entscheidung 30% in die Entscheidung einkalkuliert, ist es eine Manipulation von Arbeit. Das heißt, wir kriegen einen Ausblick auf hochwertigere Tätigkeiten mit einer massiven Effizienzsteigerung in den Standardfunktionen. Und das sollte uns schon zu denken geben, weil am Ende ist ja nur die Frage, was ist Intelligenz? Und um es klar zu sagen, AI heute ist in meiner persönlichen Wahrnehmung nicht mit menschlicher Intelligenz vergleichbar. Wir reden von selbstlernenden Systemen, wir reden von Mustererkennung, wir reden von statistischen Verfahren. Das Problem ist, das ist gar nicht relevant. Relevant sind die Implikationen auf den Bankprozess. Und die werden viel deutlicher und viel dramatischer sein, als wir uns das alle vorstellen können, weil schlicht die Informationsvielfalt dazu führen wird, dass wir mit den heutigen Verfahren nicht mehr vorankommen werden. Insbesondere nicht, wenn die IoT-Wachstumsrate von 80% zustut. Und was ein heutiges System leisten kann, werden wir gleich sehen. Gestatten Sie mir einmal mal den Aufbau von BlackSwan, das ist das erste AI-Operating-System, das global verfügbar ist, zu skizzieren. Warum tue ich das? Weil Sie jetzt eine kleine Challenge haben. Ich habe 6 Jahre Kreditprozessoptimierung hinter mich gebracht in den letzten 18 Jahren und ich habe etwa 3 Monate gebraucht, um zu verstehen, wie das Prozess wirkt. Ich konnte es dann irgendwann Kunden in 2 Stunden erklären. Die machen es heute in 10 Minuten aus dem Video. Was sind die Grundlagen von so einem AI-Operating-System? Nun, zunächst einmal, es ist eine offene Architektur. Es sind Gründer aus dem nachrichtendienstlichen Sektor. Es ist ein Betrieb, ein System, was seit 2014 entwickelt wurde und seit 2018 operativ in Betrieb ist. Operativ im Betrieb heißt es bei Vertraulichkeit kann ich das sagen, bei einer der Top 5 Versicherungen in Europa, bei einer weiteren Top 5 Banken in Europa, bei einer weiteren Top 5 Bank in UK und wahrscheinlich auch demnächst deutlich darüber hinaus und bei einer der Top 3 Investmentbanken global. Das war der Erfolg innerhalb von 9 Monaten. Das System basiert im Prinzip auf 4 Hubs, die Sie gleich sehen werden. Das eine ist der sogenannte Gravity Hub. Das ist am Ende nichts anderes als eine leistungsstarke Datenakquisitionsmaschine. Gehen Sie davon aus, dass alle Daten, die elektronisch verfügbar sind, bei Ihnen, also interne Daten, aber auch externe Daten, strukturiert oder unstrukturiert, gezogen werden können, strukturiert werden können und bereitgestellt werden können. Der zweite Hub, der sogenannte Cognitive Hub, den Sie gleich sehen werden, analysiert genau diesen Datenbestand. Und dieser Datenbestand ist ein globaler Datenbestand. Und da werden Sie das finden, was Sie vorhin so netterweise, und wir haben uns nicht abgestimmt, gesagt haben, selbstlernende Systeme, Spracherkennungssysteme, Algorithmen, Pattern Predictions, alles das, was die moderne künstliche Intelligenz in heutigen Zeiten so liefert. Dann gibt es den Exploration Hub. Der Exploration Hub ist nichts anderes als eine grafische Darstellung dieser Information und die Zuspitzung des Cases auf den einzelnen Kunden für die Interaktion mit dem Analysten. Das ist Mensch-Maschine-Zusammenarbeit. Auch das sehen wir gleich, indem nämlich Menschen unterstützt werden in der Datenaufbereitung für der entsprechenden Informationen. Und der Management-Hub ist am Ende nichts anderes als die Konfiguration Ihrer Businesslogik in einem entsprechenden System, die Berücksichtigung unterschiedlicher Datenschutzregime, es ist ein globales System, und in China dürfen Sie mit Daten alles machen, in Amerika noch sehr, sehr viel und in Deutschland, in Europa mit der Digital etwas weniger, aber das ist berücksichtigt. Und es ist ein Audit-Trail enthalten. Und das ist ganz wesentlich, weil das System nämlich erstmalig dem Regulator auch die Möglichkeit geben wird, zu hinterfragen, wie denn bestimmte Entscheidungen passieren und ob sie alles Notwendige getan haben, um KYC anzubohren. Und ich denke, wir schauen uns das einfach mal an und sehen dann im nächsten Schritt die Implikation. BlackSwan Technologies' flagship product, Element, is the world's first enterprise-ready AI operating system, offering a paradigm shift in analytics-enabled decisioning. Element delivers rapid ROI through cognitive computing applications configured for specific industries and business functions, built on our vision of the intelligence of everything. So how do we do it? Our modular system is comprised of 4 hubs. The Gravity Hub is all about big data collection in context. It's where Element captures, filters, and processes data from its surrounding environment. The hub can ingest any structured or unstructured data, regardless of format, volume, velocity, or method of acquisition. Data may be collected from any internal repositories, open sources, deep web locations, high-credential data sources, or any other information source relevant to the organization. The Gravity Hub is fully automatic and is focused on immediate processing of data in motion.
It includes ingesting raw data arriving from a multitude of sources, normalizing it, persisting it, and applying policies where immediate action is required. Element Cognitive Hub is tasked with understanding data and performing knowledgeable actions based on it. In the Cognitive Hub, we construct our full knowledge graph universe. The Cognitive Hub is a near real-time daemon, continuously monitoring ingested information in order to enrich it and provide productive insights from it. The hub is fully automatic and is focused on proactively retrieving information and searching for missing information based on pre-configured rules. Unlike conventional data processing, Element applies artificial intelligence to understand unstructured data, interpreting text like a person reading data written for humans in its context. The Cognitive Hub continues to apply logic-based policies on the information, and where it judges human intervention is required, based on the maturity of information, its relevance, its impact, etc. It can also escalate it to the internal or external data consumer deemed relevant by pushing it to the Discovery Hub. The Discovery Hub facilitates the work of the analyst on the information processed by the system, focused on the human interaction with the investigation process. Information arrives into the Discovery Hub actively via the work queue, which receives new and updated cases the Cognitive Hub decided to escalate for human intervention. Documents ready for review, or alerts triggered as a result of enforced policies, rules, watch lists, or risks. Complete case management embedded in this hub governs the way data is flowing through the organization, whom can access data, and how. A collaboration center further supplements the investigation process, allowing teams to discuss, share, and disseminate data inside the organization and outside of it. The hub offers a variety of big data visualization tools, integral analysis tools, such as link analysis, geographic analysis, temporal analysis, various data science tools, and more. Finally, the Management Hub is where you own, control, manage, and personalize your asset. The policies and logic of the organization is organized in one centralized location. It enables the connectivity and seamless integration to any data or data source, with tens of domain-specific modules, hundreds of ready-to-run examples, a comprehensive range of text analysis and machine learning tools, and the widest choice of advanced algorithms available. Is the ultimate way to bring your data to life. Inherent across the system is the elastic data governance layer, pre-configured with such regulations as data privacy and GDPR. Regulations are applied to business process management, rules management, and data processing and persistence, and are open for configuration according to the organization's jurisdiction-based business policies. We engage with many financial institutions and constantly hear about the prohibitive cost and complexity of working with multiple vendors, each offering pinpoint solutions. On top of our sound foundations and aligned to known customer pain points, Element provides a variety of data and process-based readily available applications. Our Know Your Customer application improves the onboarding process and risk management assessment, shifting your team's attention from data collection and admin work to forward-looking decision-making. The application includes configurable processes to automate the onboarding of new customers. The first step of data acquisition can be achieved using an interactive questionnaire, where the system interacts with the customer to acquire detailed information, improving customer experience by drilling down only to relevant domains. Alternatively, the customer can upload a pre-filled form. Where the form template is not recognized, a document parsing application is used to automate document processing. All that a privileged user needs to do is open a sample form and highlight the locations of both questions and answers, enabling the future automation of processing of similar documents. Else, a customer may choose to interact via a dialogue system. In this instance, the system automatically introduces questions to the customer and utilizes natural language processing to understand provided answers. Next, a case is opened centralizing all information collected during the onboarding process. The case is added to an account representative's work diary, governed by a configurable workflow. Corroborating documentation is automatically ingested, and facts are extracted, allowing the system to assess the level of risk associated with the onboarded customer. The system domain-specific search engine differs from common search engines by allowing the enterprise to receive a refined picture of an entity of interest by simultaneously querying any number of sources to answer any number of configurable questions that will provide a 360-degree view of that entity. Any number of entities of interest, whether they're people, organizations, payment instruments, or other, are continuously monitored by the system. Dedicated procedures govern acquired data quality and completeness. The compliance page verifies regulated attributes as per a set of primary and secondary sources and highlights any conflicts.
Other aspects of the entity, such as ownership structure, leadership, financial status, and more, are collected and used in order to understand all dimensions of the monitored entity. Multitude of media outlets in various languages are monitored in continuous manner, alerting where the entity is identified as related to adverse news. The search engine also provides a unique solution to the challenges imposed by current privacy regulations, such as GDPR. Element connects to all data sources in the ecosystem of the organization and automatically marks any identified entities, persisting them in the knowledge graph. Where required, the organization can then easily retrieve any personal information to comply with law enforcement, consented activities, or purging of data where consent is revoked. The transaction intelligence application goes beyond standard transaction screening. The application scans all transactions against sanction, PEP, and other regulated sources, and then proceeds to find any related transactions or entities to automatically evaluate the risk associated with these transactions, thereby unifying the KYC and AML processes into one. The result is an unprecedented reduction of false positive rate, and at the same time, exposure of any false negatives by inferencing. A compliance officer can view the queue of pending alerts, analyze any of them, drill down into the related transactions, confirming the system finding, and generating an automated sub where required. Element Big Data Science layer provides a canvas for configuring the various processes required to facilitate relevant business processes. Process objects may include any number of sources, operators, analytical tools, syncs, and more. In the presented example, a multitude of open sources are scraped seeking information about a target entity. The information is then filtered and a domain-specific knowledge graph is constructed, persisting the information in a manner that will simplify understanding any facts related to it. Similarly, data experts can construct prediction algorithms that will be used to automate data interpretation. In the following example, financial crime-related fraudulent transactions are used for training a new predictor component, which is then used in a new classification process that monitors transactions and alerts on those presenting suspicious behavior. Element manifests the democratization of AI, allowing the enterprise to continuously add new AI-based processes that augments existing business processes and enriches existing systems without impacting business continuity. Element represents a paradigm shift for data-intensive enterprises, implementing a true enterprise-grade artificial intelligence operating system, enabling the intelligence of everything. Jetzt gehen Sie davon aus, dass dieses System seit 4 Jahren entwickelt wurde und seit einem Jahr im Betrieb ist. Und innerhalb dieses einen Jahres, den Michael Uriel, der Gründer, den begleite ich seit etwa 15 Monaten, hat dieses System einen dramatischen Fortschritt erlebt, sowohl in der inhaltlichen als auch in der Präzision der Ergebnisse. Und jetzt skalieren Sie das auf die nächsten 3 Jahre hoch. Und dann kriegen Sie eine Vorstellungskraft, warum ich von einem Paradigmenwechsel spreche. Lassen Sie mich das nochmal kurz zusammenfassen. Es wird zukünftig nicht nur darum gehen, Innovationen in das bestehende Geschäfts- und Betriebsmodell vom Bank zu integrieren, sondern es wird auch darum gehen, bewährte Denkmuster zu verlassen und Innovationen zu orchestrieren. Wir werden uns lösen müssen von einer reinen Welt, in der wir in Prozessen und Systemen denken und werden viel stärker Informationen in den Mittelpunkt stellen müssen, weil die Anzahl der Informationen dramatisch steigt. Und das werden wir mit unseren heutigen möglichen Ansätzen, Stichwort wir googeln Kunst, wir ziehen Reports, nicht bewegen, nicht mehr schaffen. Deswegen werden diese eher manuellen und workflow-unterstützenden Systeme durch vollautomatisierte Systeme ersetzt werden. Und damit wird sich der Know-how-Bedarf von unserer Arbeitswelt deutlich verändern. Wir werden viel mehr Kapazitäten benötigen, Menschen benötigen, um komplexe Entscheidungen zu treffen. Wir werden viel weniger Menschen benötigen, die Google und Kunden und Daten bereitstellen. Und trotzdem wird es am Ende eine Mensch-Maschinen-Kombination sein, zumindest in den nächsten 10 bis 12 Jahren, weil heute die AI-Technologie noch nicht so weit ist, dass wir vollautomatisierte Systeme sehen. Aber wir werden andere Skalierungen sehen und wir werden andere Wertschöpfungstypen sehen. Es wird für uns in Deutschland wichtig sein, dass wir das, was wir international sehen, das sind alles internationale Beispiele, dass wir nicht den Anschluss verlieren, sondern dass wir ein paar Stellen auch bewusst aufholen. Diese Systeme entstehen gerade vor allem in Israel und den USA
weil das sind schon die entsprechenden Länder mit den entsprechenden Fähigkeiten. Zusammengefasst heißt das aus meiner Sicht, die Geschäfts- und Betriebsmodelle von Banken werden sich in den nächsten 10 Jahren deutlich stärker verändern als in den letzten 20 Jahren. Und das umfasst explizit auch die Effekte der Finanzkrise. Und es wird an uns liegen, diese Zukunft proaktiv zu gestalten, die Chancen zu nutzen und alle Menschen und die gesamte Organisation auf diesem Weg mitzunehmen, weil nur dann werden wir diesen Wandel, diesen Paradigmenwechsel erfolgreich bewältigen. Und dass wir das hinbekommen, davon können wir, glaube ich, ausgehen. Wir haben so viel geschafft, dass wir definitiv noch schaffen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Dümmler. Wir haben gleich die Panelrunde, aber ich würde gerne noch einen Vortrag, spezifische Fragen an Sie noch einmal zulassen, bitte. Ganz mal ausgedacht gedacht. Warum kann Amazon nicht große Teile des Bankings und von Finanzierung für die Prozesse übernehmen? Ist das eine echte Gefahr, dass auch jemand von außen solche Projekte übernimmt, einfach weil er den Zugang hat zu Informationen, die AI und letztendlich einen dichteren Angang an das Internet der Dinge? Ja, ich glaube, Sie haben zwei Antworten. Erstens, die Wertschöpfungstiefe im Bankensektor wird sich deutlich verändern, sie wird deutlich weniger werden. Banken werden mehr kooperieren mit Technologie. Das ist völlig eindeutig. Das zweite ist, Amazon hat momentan gar kein Interesse, in den renditeschwachen europäischen Bankensektor zu investieren. Schauen Sie sich die Renditen von deutschen Banken an, die liegen zwischen 3 und 5%, und wenn Sie die Sondereffekte rausziehen, haben Sie in Deutschland kaum eine Bank, die wirklich schwarzes Zahlen nachhaltig schreibt. Sie haben ja einmalig niedrige Risikokosten, wir haben einmalig hohe Sondererträge, wir haben massive Fair-Value-Ergebnisse. Es gibt gar keinen Grund, ein hochprofitables Geschäft, und das hat Amazon definitiv etabliert, durch ein vergleichsweise renditeschwaches Geschäft im europäischen Markt zu ergänzen. Aber eins ist völlig klar, die Technologiekompetenz von diesen Unternehmen wird Banken dramatisch verändern. Und das, was Sie gerade gesehen haben, ist der Stand 2018. Gehen Sie mal 5 Jahre weiter. Dagegen ist das hier dann wahrscheinlich eher die Anfangszeit. Weitere Fragen? Wenn nicht, würde ich übergehen wollen in den nächsten Agendapunkt. Sage erstmal herzlichen Dank. Bleiben Sie kurz hier, rücken Sie ein bisschen näher an mich heran. Und dann darf ich noch den Gerrit van der Haag und den Herrn Kleber zu uns bitten.